So, es geht wieder los. Wir gehen heute wieder mal auf Tour. Ziel ist Trabzon, das Sümela-Kloster, Weltkulturerbe. Und da fahren wir hin. Das sind knappe 3 Stunden von hier, etwa 200 Kilometer. Auf dem Weg dahin geht es auch durch die Berge so ein bisschen. Ist nicht so ganz der direkte Weg, aber so halbwegs. Und auf dem Weg dahin geht es an einem Schelale vorbei, an einem Wasserfall vorbei. Und ja, da fahren wir jetzt hin. Das ist der erste Schritt, 1,5 Stunden Fahrt. Und ja, viel Spaß beim Zugucken, Anschnallen, einsteigen natürlich vorher und los geht's. Back on the road. Jetzt fahren wir noch schnell nach Bulanjak, dann weiter. In Bulanjak holen wir noch jemand ab. Freundin von Sharife, und dann geht's los. 1,5 Stunden Fahrzeit bis zum Schelale. Vielleicht hat es ja auch ein bisschen geregnet. Und wenn es geregnet hat, ein bisschen mehr, dann ist das ein riesiger Schelale. Ansonsten ist es nur ein kleiner, aber lang. Vielleicht kann ich da auch noch mal schnell die Drohne steigen lassen. Wir schauen mal. Irgendwie verfolgt uns das in diesem Urlaub so ein bisschen. Schelale. Irgendwie so gucken wir immer nach Schelale. Keine Ahnung. Schauen wir mal. So, wir sind an dem Wasserfall angekommen. Das sieht gut aus. Einer der schöneren, die wir jetzt gesehen haben bisher. Und wenn es dann in den Bergen so richtig regnet, ist dann hier so richtig was zu sehen. Dann ist hier richtig Überflutung und so. Gut, ist die Frage, ob das toll ist, aber ja. Sehr schön. Liegt hier in so einem Tal. Durch dieses Tal werden wir dann weiterfahren Richtung Sümela. Nach dem Wasserfall geht es weiter durchs Tal. Jetzt sind knapp 2 Stunden noch, nicht ganz, bis nach Sümela. Das geht jetzt hier durchs ganze Tal durch. Keine Ahnung, wie weit das noch hier so lang geht. Und dann geht es wieder zurück Richtung Trabzon und dann nochmal einen kleinen Zack. Und dann sind wir auch schon da. Da klettern müssen wir. Hängebrücke. Für das Dorf.
vorbei. Das sind Dörfer einfach in den Hängen. Schon seit mindestens 5 Minuten durch den Tunnel. Das ist einer der langen Tunnel oder der längsten Tunnel in der Türkei, glaube ich. Und da steht dann gleich auch nochmal was. Nee. Das ist, Länge ist 14, knapp 5 Kilometer. Noch 8 Kilometer bis zum Ausgang. Wir haben noch nicht mal die Hälfte geschafft. Ja. Doch, 11 haben wir geschafft. Wenn noch 8 Kilometer sind. 8 plus 8 ist 16. Ich denke, 14 ist er lang. Genau. Also dann haben wir... Noch nicht. Achso. Also wir sind noch nicht an der Hälfte. Bei 7. Alle paar Kilometer wird es dann schön. Blue lights coming, blue lights coming. So. Das sieht aus wie so ein adam gibisin kayacık. Ay arkalar daha kötü. Wir sind jetzt auf dem Parkplatz bei Sümele angekommen. Von hier aus geht es nicht weiter. Da muss man mit dem Bus fahren. Das müssen wir jetzt gleich mal abchecken, wie das hier so läuft. Auf jeden Fall packen wir jetzt unsere Sachen zusammen und gucken mal, was da so los ist, wie es weitergeht. Der Fußweg ist jetzt leider irgendwie gesperrt, der wird restauriert. Das heißt, man muss in der Tat jetzt mit dem Bus hochfahren oder die Straße lang laufen. Das sind aber 1,5 Stunden Fußweg. Das machen wir jetzt auch nicht. Ich denke, wir werden es versuchen mit dem Bus, dass wir hochkommen. Ist natürlich jetzt auch noch eine Frage mit Ateş, aber das klären wir jetzt mal. Ateş ist schon mal ein bisschen vorgelaufen. Nach 5 Minuten wilder Fahrt vom Parkplatz hier unten jetzt hochgefahren zum Kloster und ich glaube, ich habe es eben auch schon drauf gehabt, so ein bisschen. Ja, interessant. Gucken wir mal. So, vom Parkplatz mal eben hier zu so einer alten Kirche. Oh. Naja, so viel ist davon nicht mehr übrig. Ganz kleine Kirche. Und hier gibt es gleich die tolle Aussicht. Wobei, die ist schon nicht schlecht. Steht hier auf so einem Felsen. Hier geht's runter. Oh. Da ist es. Also, ich glaube, das ist nur ein Teil davon. Da müssen wir jetzt irgendwie hin, da muss man wohl hinlaufen. Ja, hier geht es tief runter, direkt im Felsen drin. Sieht super aus. So, von diesem Parkplatz, wo man mit dem Bus hingebracht wird,
da ist dann direkt auch diese Kirche, die ihr gerade gesehen habt. Und jetzt geht es per Fuß etwa 350 Meter weiter auf diesem Weg hier zum Klostereingang. Da ist dann auch Cafeteria und so weiter. Schauen wir mal. Wie das denn wird, auf jeden Fall. Es ist ein bisschen anstrengend dann auch für Ateş. Also ich würde sagen, behindertengerecht ist das Ganze nicht. Behindertengerecht ist das nicht. Da kommen die nicht hin, oder? Gibt es vielleicht noch einen anderen Weg? Da unten hinter dem Baum ist die Kirche, wo wir eben waren. Hier sieht man dann das Gebirge. Jetzt gerade mal ein bisschen eingehüllt in Wolken. Und am Weg geht es weiter, da musst du alle paar Minuten stehen bleiben. 350 Meter können ganz schön lang werden. Habe ich schon. So, wir haben gleich den Eingang erreicht. Wahnsinn. Ich habe mich jetzt mit Ateş vor den Eingang gesetzt, der darf nicht rein. Es wäre auch ein bisschen schwer für ihn. Hier geht es ziemlich steil hoch und innen drin gibt es auch ganz viele Treppen. Şerife ist jetzt mit ihrer Freundin reingegangen. Die haben jetzt eine Musicard gekauft und zahlen Eintritt 60 Lira. Ich habe, beziehungsweise die Musicard kostet 60 Lira für die, glaube ich, oder irgendwie so. Naja, auf jeden Fall, ich zahle 420 Lira. Das sind 15 Euro, glaube ich, für den Eintritt. Ja, es ist nicht viel, sagen wir es mal so, für so eine Attraktion. So langsam zieht es sich auch zu. Das sieht man hier so ein bisschen. Ich hoffe, dass es zumindest noch ein bisschen hält. Und dann schauen wir mal, wenn die rauskommen, gehe ich alleine rein, mache Bilder, Videos und zeige euch mal alles. Wo ich jetzt hier gerade so sitze, habe ich noch mal was gelesen über den Straßentunnel, wo wir vorhin durchgefahren sind. 14,48 Kilometer lang, der längste Straßentunnel der Türkei. Und ja, der ist gerade mal vor 4 Monaten fertiggestellt worden. Also wir hatten im letzten Jahr gar nicht die Möglichkeit gehabt, durchzufahren. Es ist ein sehr schöner Tunnel, ihr habt es ja gesehen. Das noch mal zur Information. So, sie sind rausgekommen. Das heißt für mich, ich kann jetzt reingehen. Die sind da oben ins Café. Und ich gehe jetzt mal hier hoch. Viele Stufen. Alte Bilder. Gucken wir weiter. Da hinten ist dann auch die Straße zu sehen, wo es lang geht. So, durch die Tür durch. Ist dann das zu sehen. Wow. Also Treppensteigen musste man schon können hier. Ja, hier bin ich in einem Raum. Das ist von außen dann halt zu sehen. Diese Häuser, das ist ein Teil davon. Hier haben die Mönche dann gelebt. So, und hier geht's in die Küche.
Backofen. Ich stehe hier jetzt vorm Badezimmer und guck mal nach oben. Ist wie so eine kleine Höhle. Da oben hängt einer, das ist eine Puppe, aber da sieht man die Sicherungsmaßnahmen hierfür. Ansonsten wird hier andauernd was runterfallen, denke ich. Tja, es waren viele Besucher hier, die sich an diesem Kunstwerk vergriffen haben. Ihr seht auch die vielen Menschen, die abgebildet sind, haben viele keine Gesichter. Das ist wahrscheinlich rausgekratzt worden aufgrund der Tatsache, dass es hier christlich ist und wir in einem muslimischen Land sind. Und hier sehe ich dann Anschriften oder ein eingekratztes vom 1964. Schade eigentlich, hat man alles kaputt gemacht. Nebendran die Kirche, hier ist das Priesterzimmer. Das ist halt griechisch-orthodox. Man kann genau sehen, in den unteren Bereichen überall die Gesichter raus und auch viel eingekratzt. In den oberen sind sie nicht so rangekommen, da sieht es besser aus. Das ist jetzt die Kirche. Auch hier wird restauriert noch. Das ist die Decke. Ja, hier sieht man, dass das Ganze irgendwie in der Höhle so ein bisschen drin ist. Ist alles sehr dunkel hier. Hier ist nochmal diese Kirche sozusagen, wo es restauriert wird, wo es hier dann reingeht. Da gehe ich dann jetzt erstmal wieder raus hier. Ist so dunkel und naja, Höhle halt. Jetzt bin ich im Esszimmer. So sah es hier aus. Naja, vielleicht nicht ganz so und der Boden war vielleicht ein bisschen besser, aber ja. Ja, es ist halt ein Kloster und deswegen geht es hier zu weiteren Kapellen. Hier ist nochmal so ein Priesterraum. Ja, und wie man hier sehen kann, alles sehr verwinkelt. Man kann hier soweit auch überall hin. Deswegen gucke ich mal weiter, was es noch hier gibt. Hier ist auch noch ein Priesterraum. Wenn ihr euch fragt, wieso ich das weiß, steht draußen dran. Da war eine Stufe, die habe ich nicht gesehen. Noch eine kleine Kapelle. Schon irgendwie witzig, das Ganze hier. Überall kleine Kapellen. So, und hier ist ein Bereich, der noch in Renovierung ist. Auch nochmal ein Priesterraum. Hier geht nochmal eine Treppe hoch, hier geht nochmal eine Treppe hoch. Hier ist nochmal ein Raum. Nochmal ein Priesterraum. Gehe ich mal hier rein. Da seht ihr hier auch, da ist dann teilweise mit Holz gearbeitet worden. Das ist der Feuerstelle. So, man kann hier jetzt überall rumsteigen. Das ist nochmal die Kirche selbst. Ja, war vor 1-2 Jahren noch alles gesperrt hier, weil renoviert worden ist. Ihr habt ja gesehen, jetzt ein Teil ist renoviert, fertig. Ein anderer Teil kommt man nicht hin. Und da muss noch ein bisschen renoviert werden.
Aber alles sehr interessant. Da sieht man dann nochmal den hinteren Teil, der noch gesperrt ist, weil er renoviert wird. Müssen noch Böden rein. Überall sind hier diese Priesterzimmer. Und überall ist der Stein über uns. Hier sieht man auch noch mal so ein bisschen Außenbemalung von den Steinen, beziehungsweise hier stand wohl so ein bisschen ein Haus eingebaut. Ja, auf jeden Fall, die Malereien lassen hier erahnen, wie das mal irgendwann richtig gut ausgesehen hat. Schön bunt und toll und nicht so ganz kaputt, wie es jetzt eigentlich ist. Finde ich ein bisschen schade, dass die Leute da dann auch vieles kaputt gemacht haben. Auch gerade in dem Bereich von der Kapelle an sich. Aber nun ist halt im Moment so. Ich denke mal, bei dieser Tür da oben gab es auch noch einen Ausgang. Oder die Leute wurden da rausgeschmissen und fielen dann da runter. Keine Ahnung, da geht es dann ordentlich runter. Naja, ich denke mal, da war da noch was dran. Treppe oder so. Ja, wie gesagt, hier fängt der Teil an, der gesperrt ist, weil noch dran gearbeitet wird. Man sieht hier dann auch so ein bisschen noch die Arbeitsmethoden, wie es hier gebaut wird. Ihr habt ja gesehen, wegmäßig, das ist jetzt hier, es gibt keine andere Zufahrt, das ist halt mitten in der Felswand reingebaut hier. Und da muss man sich halt was einfallen lassen. Da hat man hier das Seilsystem gebaut. Aber das ist neueren Datums, das andere ist ein wenig älter. Ja, das Ganze hier ist Baujahr 12., 11., 12. Jahrhundert. Man sagt wohl, dass auch hier schon Eremiten lange davor gelebt haben. So in den Jahren 300 nach Christus soll hier, sage ich mal, die Besiedlung dieses Felsens losgegangen sein. Ist also schon eine sehr lange Zeit. Aber das eigentliche Kloster hier, 12. Jahrhundert, glaube ich, war es. Gut, ich habe meinen Rundgang beendet. Bin wahrscheinlich ein bisschen schneller durch als die anderen. Und jetzt gehe ich wieder raus. Das muss ich noch zeigen. Das ist das Klo. Hier sind so einige Schächte. Das ist die Außenwand der Monarchie, wie heißt es, des Klosters. Ja, da hat man sich dann da hingesetzt, so wie in den Burgen früher bei uns. Einfach raus damit. Das hier ist die Seilanlage, um jetzt hier zu reparieren. Und hier ist das Gegenstück, was dann nach unten führt. Ich weiß nicht, wie weit das dann nach unten führt, aber ja, so müssen sie arbeiten. Ich gehe mal davon aus, dass die Mönche das früher auch so gemacht haben, mit jeden einzelnen Stein hochgetragen haben. Ich denke eher nicht. Hier vorne kann man das Seil noch sehen, das geht da unten bis zu diesem kleinen Bach. Dort an der Straße, da werden die Steine dann eingeladen oder die Baumaterialien eingeladen, werden hier hochgezogen. Und innen drin habt ihr gesehen, wie es weitergeht. Da wird es dann in den noch nicht renovierten Teil weiter mit einem Seilzug rübergeschoben. Das ist mal anstrengendes Bauen. Aber gut, man muss ja auch nicht unbedingt hier so in die Felswand reinbauen. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz, ich bin jetzt wieder draußen und ganz kurz noch mal was zur Geschichte. Also, so wie es heute aussieht, wurde es in den 1972er Jahren wieder aufgebaut oder angefangen wieder aufzubauen von der türkischen Regierung. Vorher ist es in den 1930er Jahren hat es hier gebrannt und ist danach immer weiter verfallen.
Es sind hier Bilder zu sehen, wo Mönche hier drin waren. Im Jahr 1905 ist hier am Aufgang auch noch mal zu sehen. Und ja, die ältesten Gebäude, ich habe es jetzt auch noch mal nachgeguckt, sind von 1338. Da sind die ältesten Gebäude. Vorher wurde die Höhle wahrscheinlich mit Steinen aufgeschichtet. Wie gesagt, im 4. Jahrhundert haben hier auch noch mal Eremiten gewohnt. Ja, die Mönche sind 1926 aus dem Kloster rausgegangen. Die Reliquien wurden in der nahen Kapelle versteckt und 1930 nach Griechenland gebracht worden auf Intervention des türkischen Ministerpräsidenten. Also wurden nicht geklaut, sondern sie wurden mehr oder weniger zurückgegeben. Ja, so viel nochmal ganz kurz zur Geschichte. Das ist natürlich auch wesentlich länger. Könnt ihr nachgucken dann. Bei Wikipedia kann man das hier ganz gut nachlesen. So, jetzt haben wir es wieder an den Ausgangspunkt geschafft. Also zumindest an den Ausgangspunkt, wo dann gleich die Busse fahren. Zurücklaufen tun wir garantiert nicht. Der 5. Versuch oder so, keine Ahnung, die Kamera schaltet dauernd ab. Bei 50% sagt der Akkulaufzeit am Ende. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder am Parkplatz von Sümela und ja, jetzt ein kleines Fazit dazu. Muss man auf jeden Fall mal gesehen haben, ist auf der Liste der Weltkulturerbestätten und eine ganz interessante Erfahrung, da oben zu sein. Lohnt sich aber auf jeden Fall. Eintritt habe ich 420 Lira bezahlt, glaube ich, 450 Lira. Die anderen, das war billiger, habe ich auch vorhin schon mal. Man fährt hier bis zu diesem Parkplatz, wird dann mit einem Shuttlebus hochgefahren und läuft dann nochmal 350 Meter. Alles soweit okay. Jetzt fahren wir wieder runter nach Hause, 3 Stunden Fahrt. Jetzt hole ich die erstmal ab und dann gehen wir noch mal was essen.